Ein Schlager, der eine 10 Millionen schwere Filmgeschichte hergibt, ist nicht irgendein Schlager. Und wenn sich Rainer Werner Fassbinder daran macht, dann beginnt der Schlager mindestens vor der Kaserne, vor dem großen Tor. Dann wird das Lied von der Lili Marleen in die Zeit eingebettet, in der es als Friedensgruß zwischen den Fronten hin und her klang. Kriegszeit in der Bavaria, Halle 7. Hanna Schygulla als Wilki alias Lale Andersen. Liedprobe per Playback. Vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Diese Stimmung, dass es irgendwie, obwohl gejubelt wurde und alles, also dass jeder vielleicht doch gemerkt hat, es kann nicht gut gehen. Und dass jeder in so einer Situation, wo er da draußen im Schützengraben liegt oder kämpft oder so, zu Hause jemanden hat, mit dem er zusammen sein möchte und es geht nicht und dass diese Situation, dass es nicht geht, dieses Gefühl, was er zu dem anderen hat, unheimlich intensiv macht, das ist etwas, was irgendwie für jeden gilt. Und das macht das Lied aus und deshalb ist das Lied hat das Lied jedem was gesagt. Als das Hitlersche Reisebüro zwischen Nordkap und Sahara, Pyrenäen und Russland unterwegs war, deutsche Soldaten überall in Europa in Stellung gingen, wurde das Lied per Zufall vom Soldatensender Belgrad ausgestrahlt. Es wurde zum musikalischen Hoffnungsschimmer in den Schützengräben. Und ehe die Nazis merkten, dass die eingängigen Noten an der Wehrkraft nagten, war das Lied der Lale Andersen bereits weltberühmt. Die Lili Marleen, das weiß neben Fassbinder auch Produzent Waldleitner, ist ihr Geld wert. Vor einem Jahr hätte ich den Film bestimmt nicht so in die ganze Welt verkaufen können. Aber jetzt ist einfach für die Nostalgie und für diese Zeit, die ist reif geworden, auch mit der Jugend reif geworden. Ja, die wollen auch die Vergangenheit sehen, was sich in Deutschland abgespielt hat. Und außerdem ist das Thema riesig. Das Lied kennt jeder, die Geschichte keiner. Und das finde ich großartig. Nach dem Erfolg der Maria Braun in den USA stellt sich Waldleitner natürlich auch mit diesem Film und der blonden Frau aus Germany ganz auf den amerikanischen Markt ein. Und Fassbinder, präzise und sicher wie eh und je, sorgt dafür, dass Erinnerungen wach werden, dass sich die bewegte und bewegende Love-Story der Lale Andersen in stilechtem Environ begibt. So, was hast du jetzt? Moment mal. So, etwas Ruhe bitte. Was siehst du jetzt? Ich sehe alle drei. Alle drei, wunderbar. Das Lied von der Lili Marleen hält diese Geschichte in Gang. Zwei Menschen, deren Liebe in den Kriegswirren zwischen den Fronten regelrecht zerrieben wird, stehen im Mittelpunkt. Beide leben eminent gefährlich. Beide sind meist getrennt voneinander, genau wie die vielen Frontsoldaten, die sich mit Norbert Schulzes Noten und Hans Leibs Versen in die Heimat zurückdenken. Der Engel kommt rein, dreht sich zu ihm um und er sagt, Gedreht wird an vielen Orten, an denen einst die Lili Marleen zu hören war. Viele bekannte Darsteller und wie schon oft auch Hark Bohm sind dabei. Neben Hanna Schygulla spielt Giancarlo Giannini und kein geringerer als Mel Ferrer, der schon einmal 1953 mit einer Lili namens Leslie Caron als Puppenspieler Weltruhm errang. Belly. And then in this